Ich glaube, es gibt nur wenige Rezepte, die österreichischer sind als der Zwetschgenröster. Und weil gerade Zwetschgensaison ist, machen wir was? Genau, den besten Zwetschgenröster aller Zeiten. Und dafür brauchen wir Nonanit, wird man bei uns in Österreich sagen, Zwetschgen. Diese werden gewaschen, halbiert, entkernt und in meinem Fall in kleine Stücke geschnitten. Wenn ihr euren Röster etwas stückiger bevorzugt, dann schneidet ihr die Zwetschgen in etwas gröbere Stücke. Die Zuckermenge orientiert sich übrigens am Säuregehalt der Zwetschgen. Ich habe hier Bio-Zwetschgen verwendet, die von Haus aus etwas säuerlicher sind, deswegen brauche ich ein bisschen mehr Zucker. Ihr müsst eure Zwetschgen einfach probieren. In einen möglichst großen und flachen Topf gebt ihr den Zucker und das Wasser und kocht das Ganze auf höchster Stufe erstmal auf. Danach köchelt ihr alles circa 2 Minuten lang. Gebt den Saft dazu, ich habe hier Pflaumensaft verwendet, der gibt dem Ganzen ein wunderbares Aroma und ist echt ein, wie nennt die Jugend es, Gamechanger. Fügt das kleingeschnittene Obst hinzu und klemmt zwischen Topf und Deckel entweder ein Teesieb oder einen Teebeutel mit den ganzen Gewürzen, die werden nämlich mitgekocht. Und zwar 10 Minuten lang auf Stufe 5 von 9 mit Deckel. Danach entfernt ihr die Gewürze, entfernt auch den Deckel und köchelt das Ganze für weitere 10 Minuten, allerdings ohne Deckel, damit das Ganze noch ein bisschen einreduzieren kann. Der folgende Schritt ist optional, ihr müsst keine Speisestärke verwenden. Ich mache es aber, weil ich finde, dass sie dem Röster einfach die perfekte Konsistenz gibt. Wenn er also fertig ist, rührt ihr die Speisestärke-Wassermischung ein und köchelt alles 1 bis 2 Minuten lang, bis es ein bisschen cremiger geworden ist. Ich gebe dann auch gerne noch etwas Rumaroma dazu und der Röster ist fertig. Er ist jetzt im heißen Zustand immer noch relativ flüssig, aber beim Auskühlen wird er fester, also keine Angst, der wird noch die Konsistenz haben, die ihr von einem Röster gewohnt seid. In der Zwischenzeit habe ich alle Gläser und Deckel sterilisiert und wie ich das mache, könnt ihr entweder im Rezept auf meinem Blog nachlesen oder ihr schaut euch mein Video zu selbstgemachtem Povidel bzw. Pflaumenmus an, da habe ich das wirklich im Detail erklärt. Ich fülle den heißen Zwetschgenröster in die noch warmen Gläser um und verschließe alles sofort. Wenn ich den Zwetschgenröster lange aufbewahren will, dann drehe ich sie auf den Kopf, damit sich ein Vakuum bildet und so kann ich sicher sein, dass sie über Monate oder sogar Jahre haltbar sind. Mehr Infos zum Thema Lagerung, Haltbarkeit und ähnliches findet ihr im Rezept auf meinem Blog. Der Link wartet wie immer in der Videobeschreibung auf euch. Und ja, wofür ich diesen Zwetschgenröster verwende, wisst ihr mittlerweile, und zwar für Kaiserschmarrn. Ein überarbeitetes, noch besseres Rezept folgt in Kürze. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Video.